2025 stand im Hafen von Montevideo an über 30 Tagen alles still. Und keiner geht deswegen auf die Straße. Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Mathe Smarte Mission Uruguay anwählt. Andere Länder, andere Sitten. Wer im Leben reist, der kennt das und weiß auch, dass sich diese Sitten in der Regel aus Gegebenheiten und Notwendigkeiten vor Ort entwickelt haben. Dort sind sie meist sinnvoll. Oder waren es mal? Wir als zukünftige Auswanderer beschäftigen uns sehr intensiv mit unserem Zielland Uruguay und dessen Besonderheiten. Wir fragen nach, finden raus und ordnen Dinge für uns ein. Dabei stoßen wir auf viele landesspezifische Eigenheiten, die wir nicht sofort verstehen. Üblicherweise recherchieren wir dann, fragen Einwanderer und Einheimische danach und kriegen dann oft die Hintergründe raus und dann wird normalerweise ganz schnell klar, warum Dinge so sind, wie sie sind und wie es dazu kam und warum es beibehalten worden ist. Heute wollen wir uns mit einer uruguayischen Besonderheit befassen, die sich uns so gar nicht erschließt und die uns bisher auch noch keiner wirklich erklären konnte. Es geht um die große Macht der Gewerkschaften in Uruguay und die Bereitschaft der Bevölkerung, den Preis dafür zu bezahlen. Schauen wir uns das mal genauer an. Gewerkschaften sind in Uruguay so wichtig und so mächtig, weil sie sich nicht aufgesplittert haben. Alle vereinigen sich unter einem zentralen Dachverband, dem PCNT. Der bündelt rund 230.000 zahlende Mitglieder aus 67 Einzelgewerkschaften. Und sie sind tief in der Geschichte des Wohlfahrtsstaates verwurzelt. Darum können sie als politischer Akteur agieren. Wie tief genau? Das wird später noch wichtig. Schauen wir uns ein aktuelles Beispiel an. Eins, das gerade passiert. Im Hafen von Montevideo ist im Mai 2026 der Tarifvertrag von 550 Arbeitern ausgelaufen. Betreiber des Containerterminals ist die belgische Firma Katoen Natie. Die Gewerkschaft der Hafenarbeiter heißt Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines, kurz SUPRA. Um ihre Forderungen durchzusetzen, wird seitdem gestreikt. Die Unternehmerverbände haben nachgezählt. 2025 gab es über 30 Tage, an denen der Betrieb im Hafen gestört war. Und allein bis Mitte Juli 2026 noch einmal 25 Tage. Wir reden hier also über 55 Tage in 1,5 Jahren für einen Tarifvertrag. Und was kostet das die Uruguay-Shows? Als der Terminal im Oktober eine Woche lang stillstand, lagen laut der Unión de Exportadores del Uruguay Waren im Wert von über 60 Millionen US-Dollar fest. Die Containerabfertigung brach in diesem Monat um 40% ein. Der Lkw- und Logistiksektor verliert bei einer 24-stündigen Hafenblockade rund 1 Million US-Dollar pro Tag. Das ist eine Schätzung des Verbandes. Aber es sind die Leute, die es bezahlen. Das kostet Arbeitsplätze und treibt kleine Betriebe möglicherweise auch in eine Pleite. Und was kosten die Streiks die Uruguay-Shows sonst noch? Die Streiks am Hafen treiben die Verbrauchspreise in die Höhe. Das Land hängt am Import. Da schlagen logistische Mehrkosten sehr schnell und oft vollständig im Supermarktregal durch. Müssen Frachtschiffe wegen des Streiks tagelang vor dem Hafen warten, zahlen die Importeure massive Strafgebühren an die Reedereien. Auch diese Kosten werden direkt auf den Endpreis aufgeschlagen. Und stehen Containerschiffe oder Lastwagen mit Kühlfracht tagelang im Streikstau, verdirbt die Ware. Also weniger Angebot bei gleicher Nachfrage. Da spurten auf dem Großmarkt in Montevideo die Preise ab sofort nach oben. Das spüren die Bürger beim täglichen Einkauf. Und die Industrie, die braucht importierte Vorprodukte. Stecken Verpackungen oder Chemikalien im Hafen fest, dann stehen die Fabriken. Und auch das verteuert am Ende die Waren, die im Land selbst hergestellt werden.
Was hier noch gar nicht eingerechnet ist, sind die Reedereien, die sich entschieden haben, künftig andere Häfen anzulaufen. Einnahmen, die Uruguay also mittel- oder langfristig für immer verloren gehen. MSC beispielsweise hat im Juni den Dienst von Montevideo in die USA eingestellt und stattdessen auf Häfen in Brasilien oder Argentinien verlagert. Die Begründung von MSC: zu hohe Betriebskosten am Terminal. Die Präsidentin der uruguayischen Exporteure sagte dazu: Wenn eine Reederei nicht weiß, ob sie laden kann, ist die vernünftigste Entscheidung, Montevideo auszulassen. Was es nach all der Zeit und all den Kosten für die Bürger Uruguays nicht gab, war ein neuer Tarifvertrag für die 550 Hafenarbeiter. Als wir diese Folge aufgenommen haben, also jetzt im Juli 2026, wurde wieder verhandelt. Unterschrieben war nichts. Der Streitpunkt garantierte Arbeitstage. Die Gewerkschaft will 25 im Monat, bisher sind es nur 13. Ja, und ob es inzwischen, nämlich dann, wenn ihr das Video guckt, einen Vertrag gibt, wisst ihr dann besser als wir. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Präsident Orsi hat den Konflikt komplex genannt. Wir mit unserer deutschen Brille und würden diesen Konflikt und die gewerkschaftlichen Maßnahmen völlig unverhältnismäßig nennen. Also ging es um 550.000 Arbeitsplätze. Aber so. Bevor wir zum nächsten Beispiel kommen, das aus unserer Sicht eine noch größere unverhältnismäßigere Eskalation gewerkschaftlicher Maßnahmen ist, eine Frage an euch. Ist euch in eurem Zielland auch schon mal etwas begegnet, das ihr euch als Deutsche oder Europäer einfach nicht erklären konntet? Ja, dann schreibt es uns bitte unten in die Kommentare. Um welches Land geht es und was dort löst eure Irritation denn so aus? Bisher ging es lediglich um den Streiks am Hafen. Werfen wir jetzt mal einen Blick darauf, welche Kosten und Konsequenzen der Generalstreik 2021 der Bevölkerung gebracht hat. Ja, und was dabei herauskam. Der Generalstreik am 15. September 2021 legte das gesamte Land lahm. Widerstand sollte geleistet werden gegen das umstrittene Mammutgesetz Ley de Urgente Consideración, kurz LUC. Der Handel machte ab 9 Uhr dicht, Schulen, Universitäten und Behörden blieben zu, in den Krankenhäusern lief von 8 bis 15 Uhr nur ein Notdienst, Taxen fuhren nicht und. Nach dem Konfliktindex der Katholischen Universität in Montevideo fielen in diesem Monat rund 230.000 Arbeitstage aus. Etwa 248.000 Beschäftigte legten ihre Arbeit nieder. Dabei war es kein Tag, an dem das Land einfach stehen blieb. Im Zentrum von Montevideo, da war richtig was los. Am Placido Legislativo gab es eine Großdemonstration, die größte seit 10 Jahren. Die Stadtbusse fuhren normal weiter. Weit über 100 Reisebusse brachten auch die Menschen aus dem Landesinneren zu dieser Kundgebung. Ja, leer da war es dafür in den Randbezirken, den Industriegebieten und den Einkaufsstraßen. Außerhalb der Innenstadt von Montevideo kam Handel und öffentliches Leben quasi zum Erliegen. Für die Bürger bedeutete der Streik sehr direkte, spürbare finanzielle Einbußen. Denn in Uruguay wird für Streiktage kein Gehalt gezahlt, kein Streikgeld von der Gewerkschaft, kein Lohn vom Arbeitgeber. Wer streikt, verzichtet an jedem Tag auf genau 1/30 seines Monatsgehalts. Bei den damals ohnehin durch die Pandemie gedrückten Reallöhnen war das ein schmerzhafter Einschnitt für viele Haushaltskassen. Ja, und dann sind da die gar nicht gefragt wurden. Rund 23% der uruguayischen Erwerbstätigen arbeiten im sogenannten informellen Sektor. Straßenverkäufer, Tagelöhner, Kleinunternehmer. Etwa 381.000 Menschen. Wer seinen Stand in einer Einkaufsstraße hat, an der an diesem Tag die Rollläden unten blieben, ja, der hatte schlicht keinen Verdienst. Ohne jegliche Absicherung. Dazu kam der Preis, der nicht auf dem Lohnzettel steht. Eltern mussten unbezahlten Urlaub nehmen oder Betreuung organisieren. Alle planbaren Operationen und Arzttermine, ja, die wurden verschoben. Tja, was hat denn jetzt der Streik gebracht? Rechtlich hat sich an den 135 umstrittenen Artikeln des LUC-Gesetzes nichts geändert. Das Gesetzespaket blieb vollständig in Kraft. Denn die Gewerkschaften verloren die entscheidende Volksabstimmung im März
2022. Eine knappe Mehrheit wollte das Gesetz behalten. 50% stimmten dafür, es so zu lassen, wie es ist. 48,7% dafür, es zu kippen. Keine 30.000 Stimmen Unterschied bei einer Wahlbeteiligung von fast 86%. Die Gewerkschaften haben den Generalstreik also gegen den Mehrheitswillen durchgezogen auf Kosten der Bevölkerung. Ja, und das auch noch ohne Erfolg. Jetzt sollte man meinen, nach einer solch erfolglosen, übergriffigen und teuren Aktion wären die Mitgliederzahlen und der Rückhalt der Gewerkschaften geschrumpft. Also, in Deutschland wären nach so einer Nummer den Gewerkschaften glatt die Austrittsformulare ausgegangen. Aber die Uruguayos haben ganz anders reagiert. Die Zahlen sind erstaunlich stabil. Der PIT-CNT hatte 2015 rund 230.000 zahlende Mitglieder. 2021, kurz nach dem Streik, 228.800 und 2025 228.917. Der Kongress im Mai 2025 war mit über 1.170 Delegierten aus 67 Gewerkschaften der größte der Geschichte des Verbandes. Ja, und das Vertrauen in der Bevölkerung? Ja, nach dem Referendum ist das sogar gestiegen, um 6 Punkte. Also, wir sitzen hier am Tisch, gucken uns die Zahlen an und fragen uns, was verstehen wir hier nicht? Wir haben also in der Geschichte Uruguays gegraben. Wenn etwas für den Betrachter von heute so völlig unverständlich ist, dann finden sich die Ursachen ja oft in Historie, Politik oder Lobbyismus. 1903 wird José Bache y Ordóñez Präsident. Bache baut in gut 10 Jahren einen Sozialstaat auf, von dem Europa damals nur träumen konnte. 8-Stunden-Tage sind schon 1915 als eines der ersten Länder weltweit. Außerdem Kündigungsschutz, Unfallentschädigung und Altersrente. Bache hat die Gewerkschaften also nicht bekämpft, er hat sie eingeladen. Sein Satz an die Arbeitgeber ist überliefert. Organisiert euch, vereinigt euch. Vergleicht das mal mit unserer Geschichte. Ja? Sozialistengesetze unter Bismarck. 1933 wurden die Gewerkschaften komplett zerschlagen. Bei uns waren Gewerkschaften jahrzehntelang der Gegner des Staates. In Uruguay haben Gewerkschaften den Staat also mit aufgebaut. Der Arbeitnehmerschutz ist mehr als umfassend. Wieso eskalieren gewerkschaftliche Maßnahmen dennoch derartig? Das wirft neue Fragen auf. Der 27. Juni 1973, Militärputsch in Montevideo. Das Parlament wird aufgelöst. Im Rahmen des Widerstands gegen diese Militärdiktatur legt der Gewerkschaftsdachverband das Land für 15 Tage lahm. Am 30. Juni wird er per Dekret verboten. Ja, was dann folgt? Massenverhaftungen, tausende Entlassungen, fast 200 Menschen verschwinden und tauchen nie wieder auf. Uruguay hat zeitweise die höchste Rate politischer Gefangener der Welt gemessen an der Bevölkerung. Dennoch, die erste große legale Kundgebung gegen das Regime ist eine der Gewerkschaften, also eine Gewerkschaftskundgebung. Wenn heute in Uruguay jemand sagt, die Gewerkschaften hätten zu viel Macht, ja, dann redet er nicht über Tarifpolitik. Er berührt bei vielen die Erinnerung daran, wer damals aufgestanden ist. Dieser emotionale Bonus aus der Zeit des Kampfes gegen eine der dunkelsten Perioden uruguayischer Geschichte könnte ein Grund dafür sein, dass die Gewerkschaften auch heute noch Rückhalt und Vertrauen in großen Teilen der Bevölkerung genießen. Tja, aber wie lange und wie häufig kann man von diesem Bonus noch zehren? Das erklärt die Emotionen. Es erklärt aber noch nicht die enorme Toleranz der Uruguayer, wenn es ihnen durch Gewerkschaftsaktionen ans eigene Portemonnaie geht. Die hohe gesamtgesellschaftliche Leidensbereitschaft erklärt sich vielleicht zum Teil durch das Konzept der Lohnräte, der sogenannten Consejos de Salarios. Consejos de Salarios. Löhne werden in Uruguay nicht allein vom Betrieb verhandelt. Und auch nicht nur zwischen Gewerkschaften und dem Arbeitgeberverband, sondern zu dritt. Für eine ganze Branche. Der Staat sitzt mit am Tisch und das Ergebnis gilt seit einem Gesetz von 2009 für alle, also auch für die gesamte Branche.
Das heißt, wer nie in einer Gewerkschaft war, nie einen Beitrag gezahlt hat, nie gestreikt hat, bekommt trotzdem den Lohn, den die anderen erstritten haben. Immerhin hat Uruguay heute die gleichmäßigste Einkommensverteilung Lateinamerikas und den höchsten Mindestlohn, rund $650. Wenn ein Uruguayo einen Streiktag ohne Lohn hinnimmt, dann verteidigt er nicht abstrakt die Gewerkschaft. Er verteidigt das System, das seit 20 Jahren seinen Lohnzettel schreibt. Ja, und dann war da noch die eine Sache, bei der ich echt zweimal hingucken musste. Artikel 57 der uruguayischen Verfassung. Da steht, der Streik ist ein gewerkschaftliches Recht. Und im selben Artikel steht, dass der Staat die Bildung von Gewerkschaften fördern soll. Fördern. In der Verfassung. Bei uns steht das Streikrecht gar nicht im Grundgesetz. Ein Streikgesetz gibt's nicht. Die Regeln haben Gerichte gemacht. Und der politische Streik, also einer, der gegen die Regierung statt gegen den Arbeitgeber ist, ja, der ist bei uns schlicht rechtswidrig. In Uruguay ist er ein anerkanntes Mittel. Ja, und da war unsere andere Länder, andere Sitten vom Anfang plötzlich keine Floskel mehr. Wir hatten eine deutsche Brille auf und uns gewundert, warum das Bild nicht scharf wird. Jetzt könnte man meinen, in Uruguay sind alle glücklich mit ihren Gewerkschaften. Das sind sie nicht. Das Vertrauen in die Gewerkschaften liegt bei rund 40%. Die Polizei kommt auf 73%, das Parlament auf 55%. Gewerkschaften stehen also ganz unten, zusammen mit Unternehmern und der Kirche. Bei 2 großen Volksabstimmungen hat der PIT-CNT verloren. Das LUC-Referendum 2022 hauchdünn und 2024 die Rentenreform. Da bekam er nur 40,6%. Und in einzelnen Branchen laufen die Leute tatsächlich weg. Die Handelsgewerkschaft hatte 2017 über 44.000 Mitglieder, 2022 nur noch 21.000. Die Gesamtzahl bleibt irgendwie stabil, aber die Zusammensetzung, die verschiebt sich. Weg vom Handel hin zur öffentlichen Dienst. Ja, und der Chef des PIT-CNT sagt 2019 selbst über die sinkende Streikbeteiligung, das allein muss uns schon beunruhigen. Da ist also durchaus Unmut. Er sieht bloß nicht aus wie bei uns. Es gibt keine Demo gegen Gewerkschaften. Die Leute treten leise aus, stimmen an der Urne dagegen. Das ist eine sehr uruguayische Art, unzufrieden zu sein. Ja, und man muss ja dazu sagen, unter welchen Bedingungen das alles passiert. Die Arbeitslosigkeit liegt bei rund 7,5%. Bei den unter 25-Jährigen bei über 25%. Jeder 4. junge Uruguayo findet keine Arbeit und jeder 6. Beschäftigte im Land arbeitet für den Staat. Firmen gehen, Yazaki hat zum Beispiel 2015 rund 1100 Stellen gestrichen und ist nach Argentinien und Paraguay abgewandert. Produzieren in Uruguay ist 20 bis 25% teurer als nebenan. Und das Beste kommt zum Schluss. Uruguay diskutiert das inzwischen selbst. Anfang Juni 2026 ist Uruguay bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf auf einer Beschwerdeliste gelandet, auf Betreiben der eigenen Wirtschaftskammern. Der Vorwurf, die Lohnräte gingen zu weit. Sie legen nicht nur die Mindestlöhne fest, sondern auch allgemeine Lohnerhöhungen. Das müsse Sache der Tarifparteien sein, ohne den Staat. Ja, und die Pointe bei der ganzen Geschichte, das passierte am Eröffnungstag der Konferenz. Und die leitete ausgerechnet der uruguayische Arbeitsminister unter einer Regierung des Frente Amplio. Wir müssen also gar nicht aus Deutschland rüberrufen, hey, da ist was bei euch schräg. Das Land verhandelt das gerade mit sich selbst. So, wir sind mit einer Frage gestartet und wir haben ein paar Antworten gefunden. Also, 1903, als der Staat die Gewerkschaften eingeladen hat, statt sie zu bekämpfen. 1973, als sie gegen die Diktatur aufgestanden sind, ja, und die Lohnräte, deren Ergebnis bei jedem landet, auch bei dem, der nie gestreikt hat. Das erklärt eine Menge, nur eben nicht alles. Denn die Rechnung zahlen ja auch die, die nie gefragt wurden. Der Straßenverkäufer, der an einem Generalstreiktag nichts verdient.
der Kleinunternehmer, dessen Ware möglicherweise im Hafen verdirbt. Die 550 Hafenarbeiter, die nach 1,5 Jahren Streik im Sommer 26 immer noch ohne Vertrag dastanden. Ab wann kippt ein System, das mal für die Schwächsten gebaut wurde, zu Lasten der Schwächsten? Wir haben darauf keine Antwort. Ihr vielleicht schon. Und jetzt mal ganz direkt an unsere uruguayischen Zuschauer. Und das ist keine rhetorische Frage. Erklärt es uns. Wo liegen wir mit unserer deutschen Brille daneben? Wir wollen in dieses Land. Wir wollen es verstehen. Und wir lernen lieber jetzt dazu, als in 4 Jahren am Küchentisch in Uruguay. Mit genau dieser Frage und in der Hoffnung auf echte Antworten sage ich für heute mal hasta la próxima. Ich freue mich auf eure Kommentare und bin total gespannt, denn so ganz erschließt sich mir das immer noch nicht. Que les vaya bien. Ciao!